Kennt ihr das, wenn alles gefühlt keinen Sinn macht? Ich glaube, ich muss mal mit euch reden. Hallo, hier ist Emma Magians. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle. Alles, was dein Gebäck begehrt. Tja, der Titel und der Thumbnail für dieses Video deuten es an. Es gibt etwas, das ich euch erklären muss. Ich habe wirklich sehr viel darüber nachgedacht und es hat mich sehr viele schlaflose Nächte gekostet. Und auch das Skript hierfür zu schreiben, war alles andere als leicht. Was kann ich sagen, was ist zu viel und welche Info ist besonders wichtig? Doch vielleicht fange ich am besten einmal am Anfang an. 2017 habe ich diesen Kanal gegründet. Der Grund war mein damaliges E-Book, das ich geschrieben hatte. Am Ende des Monats ist endlich noch Geld da. Es war mein erstes und ich muss sagen, ja, es steht alles Wichtige drin, aber an den Designs meiner E-Books muss ich wirklich noch einmal arbeiten. Aber dazu komme ich noch. Nun, ich hatte das Buch also geschrieben und wollte mehr Menschen erreichen und ihnen mitteilen, dass es möglich ist, seine Schulden zu reduzieren und abzubauen und trotzdem gut und gesund zu leben. Also startete ich meinen YouTube-Kanal und fing an, Videos zu produzieren. Nach vielen Monaten hatte ich die stolze Anzahl von 10 oder 20 Abonnenten erreicht und merkte aber irgendwie, dass ich stagnierte. Also fragte ich meine damaligen Zuschauer, was sie zukünftig sehen möchten. Etwas über meine grandios einfache Wurmfarm, weitere Videos zum Thema günstig leben und sparen oder etwas zu meiner selbst hergestellten Hefe, dem Hefewasser. Die Antworten waren eindeutig. Hefewasser. Die ersten Rezepte hierzu klappten super und ich lernte immer mehr dazu. Ich hatte zwar meine eigene Hefe bisher immer hergestellt, aber nur so zum Spaß und ohne große Ernsthaftigkeit. Der Kanal wuchs, wenn auch sehr langsam. Dann, aufgrund der Pandemie und der ausverkauften Hefe aus dem Supermarkt, kamen noch mehr Zuschauer und sehr viele Fragen hinzu. Parallel habe ich eine Facebook-Seite und eine Gruppe eingerichtet und seit kurzem bin ich auch auf Instagram aktiv. In den letzten 5 Jahren habe ich so viel dazugelernt. Alles über das Produzieren von Videos, das Vertonen, den Zuschnitt, die Titel, Untertitel, Thumbnails und. Dazu gab es aber auch über Hefewasser nichts und auch immer hier wieder neue Herausforderungen. Nach und nach fing auch ich an, nur noch damit zu arbeiten und nachdem ich schon längere Zeit das Backpulver mit Natron und Apfelessig ersetzt hatte, fiel auch dieses weg. Auch wenn ich jetzt schon viel mehr als einige andere Hefewassernutzer weiß, so gibt es auch für mich immer wieder Neues und ich probiere auch immer gerne etwas wieder aus. Vor allem, wenn es uns allen nützt. Vor einigen Wochen habe ich viele meiner Informationen, Rezepte, Ideen und Pläne in ein neues Tool implementiert. Das ist aber noch nicht fertig und auch hier wartet noch ganz viel Arbeit auf mich. Doch damit kann ich effizienter arbeiten und behalte besser den Überblick bei den vielen Projekten, die alle so parallel teilweise auch laufen. Nun ist es aber so, dass ich trotz der vielen Videos und der Kanäle nicht nur eine Familie mit Mann und Kindern habe, die gerne meine Aufmerksamkeit haben und die gebe ich natürlich auch gerne, sondern tatsächlich auch einen Vollzeitjob. Meine eigene persönliche Reaktion hierauf wäre jetzt, ja, und? Ist ja nicht mein Problem. Zu Recht. Allerdings geht es mir in dem heutigen Video nicht um Mitleid oder dass ich herumjammern möchte. Ganz im Gegenteil. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das alles von Herzen liebe und auch gerne mache. Und ich glaube, ich bin auch tatsächlich der einzige Kanal weltweit, der so viel über Hefewasser zeigt. Doch in letzter Zeit gab es einige Kommentare, die mich veranlassen, ein wenig, ich sag mal, klar Schiff zu machen. Außerdem bin ich gerne transparent und möchte euch nichts verheimlichen. Ihr seid so toll und das meine ich ganz ehrlich. Und ich freue mich immer, sobald ihr mich schreibt. Und kürzlich habe ich sogar meine erste Sprachnachricht von einer lieben Zuschauerin bekommen. Das ist so wundervoll und das soll auch nie enden. Allerdings möchte ich ein wenig klarstellen.
Alles, was ich hier mache, mache ich, weil es mir Spaß macht. Das möchte ich wirklich in aller Deutlichkeit klarstellen. Euch alle meine Erfahrungen mit Hefewasser, Sauerteig, Lievito Madre und so weiter mitzuteilen, ist eines meiner schönsten Tätigkeiten und ich brenne wirklich dafür. In letzter Zeit habe ich so 2 bis 3 Videos in der Woche hochgeladen. Euer Wunsch war einmal nur ein Video in der Woche. Aber damit kam ich nicht mehr mit euren Wünschen hinterher und auch mit den Videos, die ich euch gerne zeigen möchte, weil ich sie für wichtig empfinde. Eine Zeit lang habe ich sogar täglich Videos für euch gemacht und hochgeladen und das Ganze 3 Monate lang. Das war in der Winterzeit, so November bis Januar, sehr anstrengend und kräftezehrend, vor allem über die Weihnachtszeit. Gelernt habe ich da sehr viel, vor allem, dass die Qualität dabei nicht so gut ist. Aber ich wollte unbedingt, dass wenn ihr auf meinen Kanal kommt, ihr ganz viele leckere Rezepte und hilfreiche Informationen über mein geliebtes Hefewasser bekommt. Vor kurzem habe ich schon einmal ausgemistet und einige Videos gelöscht. Dann habe ich sie ein wenig aufgearbeitet und einige davon erneut hochgeladen. Doch nicht alle haben das geschafft. Und mit dem heutigen Video werde ich noch einmal ausmisten und nur die besten und beliebtesten noch online lassen. Nachträglich hatte ich auch überall in den Videos sogenannte Timestamps hinterlegt. Das bedeutet, dass die Videos in Kapiteln unterteilt sind, damit ihr immer dorthin springen könnt, was euch gerade am meisten interessiert. Wobei es natürlich am besten ist, alles anzuschauen. Bei den meisten Videos sind auch Untertitel hinterlegt. Die Herausforderung hierbei für mich ist, den deutschen Text, den YouTube automatisch hinterlegt, nochmal ordentlich zu korrigieren. Und das ist immer nicht wenig. Je nach Länge eines Videos geht das eine ganze Weile. Danach überlasse ich es manchmal einem unserer Kinder, die ausländischen Untertitel einzufügen. So kann ich dann wieder neue Videos drehen, Rezepte ausprobieren oder noch andere Tätigkeiten machen. Seit einiger Zeit biete ich auch die Mitgliedschaft an. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber das habe ich früher vermehrt und derzeitig ein wenig weniger mitgeteilt. Ihr müsst dazu Folgendes wissen. Diese Mitgliedschaft hier auf YouTube ist für jeden Zuschauer optional und bedeutet Folgendes. Diejenigen, die das möchten, können gegen einen gestaffelten monatlichen Beitrag mehr bekommen. Seien es Emojis, extra Bilder, eigene Videos, Namensnennung, private Livestreams oder sofortige Rückmeldung auf Nachrichten und. Das ist selbstverständlich kein Muss. Es ist einfach eine Möglichkeit für mich, wie die Facebook-Gruppe, anders und intensiver mit euch zu kommunizieren. Natürlich bedeutet es auch ein wenig Geld. Aber, das möchte ich klarstellen, auch hier geht das meiste an YouTube und viel bleibt hiervon nicht übrig. Ähnlich wie bei den Werbeeinnahmen. Es gibt übrigens zu der Mitgliedschaft noch 2 lustige Informationen. Da muss ich immer dran denken, wenn ich an meine Mitgliedschaft hier bei YouTube denke. Zum einen sind einige Personen, die sich vorher in den Kommentaren als meine treuesten Fans geoutet haben und immer fleißig und viel geschrieben haben bei jedem neuen Video, bei jedem neuen Posting, direkt nach der Verkündung, dass ich jetzt eine Mitgliedschaft anbiete, weggegangen. Der zweite interessante Fakt ist, meine Zuschauer bestehen aus durchschnittlich 70% Frauen und 30% Männer. Das heißt, ich habe hier auf meinem Kanal einen Frauenüberschuss. Entschuldigung, es ist ein langes Video, es tut mir leid. Witzigerweise sind derzeitig nur Männer Mitglieder. Die meisten Kommentare sind aber von Frauen. Das finde ich sehr spannend und interessant und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wie das kommt. Und auch wenn es jetzt einige Augenroller gibt. Es gab kürzlich ein paar Fragen, wie das mit der Mitgliedschaft funktioniert. Ich erkläre es euch natürlich gerne einmal. Wenn ihr Mitglied werden möchtet, dann müsst ihr wissen, dass diese monatlich kündbar ist. Das ist mir wirklich wichtig zu sagen. Ihr habt da keine Knebelverträge. Ihr braucht also keine Sorgen oder Ängste haben. Ihr klickt dann auf Mitglied werden, entweder im Video oder auf meinem Kanal direkt. Sucht euch die Variante aus, die ihr gerne haben möchtet und klickt dann auf Weiter.
Meines Wissens gibt es derzeitig die Zahlung per PayPal und Kreditkarte. Schreibt es mir aber gerne in die Kommentare, wenn sich das geändert hat. So, aber die Mitgliedschaft ist nicht der Grund für dieses Video. Einer der ursprünglichen Gründe, den ich vorhin schon einmal kurz am Anfang erwähnt habe, waren einige Kommentare. Und ja, ich habe schon viele nicht nur positive Kommentare erhalten. Das ist für mich auch vollkommen normal. Nur weil ich meine Videos gut finde, macht nicht jeder Freudensprünge, wenn er sie sieht. Das ist Geschmackssache und das ist auch wichtig. Wichtig ist mir, dass bitte jeder sachlich bleibt und nicht persönlich beleidigend. Das fällt manchmal schwer und mir geht es genauso. Zeitweise geht es mit einem durch oder man merkt auch im Eifer des Gefechts gar nicht, was manche Nachrichten bewirken können. Ich habe glücklicherweise eine tolle Familie, die hinter mir steht, doch auch manches geht nicht so an mir vorbei. Deswegen hier nochmal eine Bitte an mich. Achtet bitte auf respektvolle Nachrichten, egal an wen sie gehen. Es kann immer sein, dass am anderen Ende jemand ist, der es anders aufnimmt oder auch kein dickes Fell hat. Ich versuche meistens negative Kommentare mit Humor zu entgegnen, aber es hinterlässt natürlich trotzdem einen Nachgeschmack. Und auch, wenn ihr etwas wissen möchtet und kein Mitglied seid, das heißt, ihr kriegt dann nicht so schnelle Antworten, weil das tatsächlich derzeitig etwas ist, was ich exklusiv den Mitgliedern vorbehalte, dann nützt es nichts, wenn ihr dann auf jedem Kanal zigmal schreibt und ganz sauer seid und enttäuscht. Ich kann mich nicht zerteilen. Mein Tag hat wirklich nur 24 Stunden. Und schnelle Nachrichten innerhalb weniger Stunden, maximal innerhalb eines Tages, sind den Mitgliedern vorbehalten. Da bitte ich wirklich um euer Verständnis. Und ein weiterer wirklich wichtiger Grund für dieses Video ist, eingangs erwähnte ich die E-Books und deren Qualität. Die möchte ich schon längere Zeit bearbeiten und schaffe es einfach nicht, mir hierfür Zeit freizuräumen. Nicht, weil ich auf der Couch rumlungere, sondern weil mein Tag, wie eben gerade schon erwähnt, nur 24 Stunden hat. Ich nehme mal an, bei euch ist das ähnlich. Ich stehe morgens wirklich früh auf. Ich arbeite an dem Kanal und während die Kinder frühstücken, richte ich mein Essen für meinen Arbeitsalltag. Parallel mache ich auch meistens noch Teige. Einmal natürlich für uns und dann auch für die Facebook, Instagram, meine Facebook-Gruppe oder auch für die Kanalmitglieder als Futter für Postings. Und trotz stressigem Job hänge ich ständig am Handy und arbeite an neuen Projekten, recherchiere, bereite Postings vor, mache Videos und nach der Arbeit gibt es Essen. Manchmal drehe ich parallel dazu sogar noch Videos und dann falle ich müde ins Bett. Nur um dort weiter am Smartphone zu arbeiten und ich meine arbeiten, nicht sinnlos herumsurfen. Und warum ich euch das erzähle? Aus folgendem Grund. Nicht, weil ich herumjammern möchte, ganz im Gegenteil. Das ist wirklich nur ein Fakt. Aber ich wünsche mir nichts sehnlicher als diese Arbeit, die ich jetzt in jede kleine Minute meines Alltags quetsche, in Vollzeit zu machen. Es macht mir so viel Spaß, mit und für euch Videos zu erstellen und Neues auszuprobieren. Wenn ihr Fragen stellt oder Rezeptwünsche habt und ich kenne das vielleicht auch gar nicht oder weiß es nicht, dann freue ich mich, da auch etwas zu machen. Allerdings möchte ich auch die Qualität der E-Books dringend optimieren und endlich meine Printbücher fertigstellen. Die habe ich seit letztem Jahr auf dem Schirm und habe sie auch fast fertig. Aber ich komme einfach nicht weiter. Die Videos sollen noch besser werden. Außerdem übrigens möchte ich einen Hefewasser-Foodtruck haben. Ein Hefewasser-Café mindestens, wenn nicht sogar mehrere. Ich möchte Hefewasser-Merchandise anbieten, einen Podcast und. Also ich möchte quasi die Welt Hefewasserisieren. Ein bisschen großkotzig vielleicht, aber es ist so ein tolles Thema. Es ist so wundervoll, Hefe selber herzustellen. Aber so, wie ich es in den letzten Jahren mache, klappt es nicht. Ich wollte jetzt schon viel mehr Abonnenten haben. Und das nicht, weil ich so gierig bin oder berühmt werden möchte. Ich zeige euch ja nicht mal mein Gesicht, das möchte ich nicht. Es geht nur darum, dass ich rechnerisch Summe X an Abonnenten benötige, damit ich es in Vollzeit machen kann. Jetzt wollt ihr wahrscheinlich die Summen hören. Und ehrlich gesagt,
traue ich mich nicht zurecht, euch das mitzuteilen, weil ich weiß, dass das sehr kontrovers gehandhabt werden könnte. Ähnlich wie die Überlegung, Videos zu machen, als der Ukraine-Krieg da kam. Ich habe es dann auch belassen und so ähnlich möchte ich das auch bei den Summen machen. Aber so viel kann ich euch sagen. Bei den Abonnenten benötige ich eine 6-stellige Zahl, damit ich das Vollzeit machen kann. Und bei den Mitgliedern oder bei den Mitgliedern eine 5-stellige. Davon ausgehend, dass alles nur die geringste Stufe der Mitgliedschaft auswählen. Und noch einmal, um das klarzustellen. Ihr müsst nichts davon tun. Weder kostenfrei abonnieren, noch die kostenpflichtige Mitgliedschaft. Auch nicht das Trinkgeld über Superthanks oder was auch immer da noch kommen wird. Ich bin wirklich niemanden böse, wenn er oder sie nichts macht. Aber ich freue mich natürlich, wenn es jemand macht. Und mein besonderer Dank geht hierbei auch einfach an alle meine Mitglieder, meine Superthanks-Nutzer, sowie denjenigen, die gemerkt haben, dass sie bei einer Premiere einen Superchat hinterlassen können. Danke dafür und das meine ich wirklich von ganzem Herzen. Aber was ist jetzt die Lösung? Das kann ich euch tatsächlich im Moment gar nicht sagen. Im ersten Schritt werde ich alle Videos, die nicht beliebt sind und oder nicht meinen Qualitätsansprüchen entsprechen, offline nehmen. Weiterhin wird es natürlich weiterhin neue Videos geben. Aber ob jetzt 3-mal in der Woche, einmal oder vielleicht sogar nur noch alle 4 Wochen, das kann ich euch derzeitig nicht sagen. Ich weiß, dass ganz viele dafür Verständnis haben werden. Entschuldigung. Und ich danke euch auch sehr dafür. Alles. Moment. Das wollte ich nicht, ehrlich nicht. Alles, was ich tue, meine ersten und meine letzten Gedanken eines Tages gelten euch und diesem Kanal, natürlich auch meinem Mann und unseren Kindern, aber vor allem dem Hefewasser. Oh, ich hatte gehofft, dass das nicht passiert. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt und hoffe auf ein bisschen Verständnis. Ganz liebe und herzliche Grüße, eure Emma.